Hallo, hier ist Audienz. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Artist Talk. Heute mit Kanli, den ihr normalerweise als Moderator kennt, aber heute ist er als Künstler zu Gast. Wir werden über sein Album sprechen, welches heißt Als Bonze sterben, über sein Interview mit Chris Ares und diversen anderen Themen. Also seid gespannt, bleibt dran. Du musst jetzt nicht weinen, weinen. Wir können uns halt nicht leiden, leiden. Ich muss dir nichts beweisen, weisen. Wünsch dir trotzdem schöne Zeiten, Zeiten. Ich hab gedacht, dass du mich liebst, hab gedacht, das hier ist real. Mag es wieder mich anfahren. Wir blicken in die Skyline. Ich will nur mit dir allein sein. Und wir blicken in die Skyline. Ich will nur mit dir allein sein. Hi Kanli, schön, dass du hier bist, wobei du ja eigentlich immer hier bist. Heute sitzt du nur auf der anderen Seite. Schön, dass du da bist. Wie ist es für dich, auf der anderen Seite zu sitzen? Bis jetzt haben alle Leute immer nur deine linke Gesichtshälfte gesehen. Jetzt sehen sie auch deine rechte und die schaut mindestens genauso schön aus. Findest du? Ja? Eigentlich ist das meine Seite. Deine Schokoladenseite. Auch die Tätowierung. Aber mit den Tattoos schaust ein bisschen gefährlicher aus. Ja, cool, dass du da bist. Normalerweise moderierst du ja das Ganze. Heute werden wir über dich als Rapper reden. Du machst ja auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren Rap. Und darüber werden wir sprechen, als auch über deinen Werdegang. Aber zuerst mag ich mal auch im Namen von vielen Münchner Rappern ein Danke sagen. Ich glaube, das ist bis jetzt auch ein bisschen zu kurz gekommen. Du hast hier eine richtig coole Plattform aufgebaut, wo junge Nachwuchsrapper oder alte Säcke wie ich kommen können und unseren Senf abgeben können. Da auf jeden Fall vielen Dank. Was war deine Inspiration, Artist Talk zu gründen? Artist Talk war eigentlich so an sich gar nicht geplant, dass wir das in einer Serie fahren. Es war eigentlich geplant, dass wir, beziehungsweise ich war 2000, dadurch, dass wir das jetzt gerade das zweite Mal machen, muss ich gerade wieder ein bisschen in meinem Kopf wühlen. Ich war mit Kandala, also mit großes K, bei ihm zu Hause und habe mit ihm über seine Album-Promo geredet und habe ihm damals vorgeschlagen, dass er zu rap.de, 16 Bars oder zu hiphop.de, Backspin allgemein gehen sollte und für seine Album-Promo dort ein Interview machen sollte, weil das Rap-Game einfach gerade so ist, dass viele Leute Interviews machen und so weiter. Und er hat gesagt, dass viele Hip-Hop-Medien ihnen einfach einen Korb geben. Und dadurch habe ich dann gesagt, okay, wenn du willst, mich stört's nicht, dich zu interviewen. Und dann habe ich Nico angerufen, habe mit Nico hier einen Termin ausgemacht und wir wollten uns primär eigentlich nur treffen, um mit großes K ein Interview zu führen. Und daraus ist dann eine Serie entstanden. Genau. Es waren ja hier, ich glaube, 15, 16 Rapper schon zu Gast. Auf jeden Fall einige. Mehr, Digga. Mehr. Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 22. Offline, online 20. Okay, gab es irgendwelche Leute, die du sehr gerne hier gehabt hättest, die aber abgesagt haben? Abgesagt, wenn ich ehrlich bin, gab es 2 Leute, die sich aber in Chris Ares Zeiten in Kommentarbereichen einfach ein bisschen sehr, sehr krass aufgepisst haben, die ich aber persönlich kenne, die aber dann in Kommentarbereichen Welle gemacht haben, wo ich dann gesagt habe, okay Leute, ihr kennt mich doch eigentlich, kommt vorbei, lass uns ein Interview führen vor der Kamera, da kannst du deinen kompletten Hate, den du gerade in Kommentarbereichen rauslässt, mit mir vor der Kamera aussprechen. Und die haben mir dann einer hat direkt abgesagt, einer hat erst zugesagt, aber hat dann kurz davor abgesagt, genau. Kannst du ein bisschen Name-Dropping für die Leute machen? Interessiert sich ein paar? Das war der Dolo. Dolo Desir. Weiß nicht, ob du ihn kennst, ist mehr ein Sänger. Nichts, nee. Ich habe mit dem Dolo 2014 oder so, habe ich ein Musikvideo, ich mache auch Musikvideos, habe damals ein Musikvideo gedreht für Dolo und Christo. Und war dann eigentlich ganz cool mit dem Dolo, sollte dann noch Folgeprojekte machen mit dem Dolo. Und ja, der Dolo ist halt auch ein farbiger. Und der Dolo hat dann einfach im Internet angefangen, ja, jetzt muss ich noch genauer bei dir hinschauen und so weiter. Jetzt weiß ich, dass du irgendwie rechts bist und so weiter. Und ich habe gesagt, Digga, du kennst mich, weißt du, was ich meine? Wenn du unbedingt
Also bevor du mich im Internet so frontest, komm vorbei, wir reden einfach ganz normal, cool. Aber vielleicht, ich würde gerne das Chris Ares-Thema so ein bisschen nach hinten schieben, weil dazu werde ich dich später schon richtig in die Mangel nehmen und da werden wir schon das hoffentlich ein für alle Mal klären können, weil ich habe auch gehört, dass da sogar Auftritte für dich abgesagt worden sind, allein wegen des Interviews. Was ich davon halte oder was du auch dazu zu sagen hast, darüber sprechen wir dann später auch dann nochmal. Jetzt geht es aber erstmal um dich, um dein Album, um deinen Werdegang. Vielleicht erzähl dir mal ein bisschen, du hast immer alle Leute gefragt, wie sie angefangen haben zu rappen, von daher hier, the stage is yours. Also um jetzt mal so auf die Schnelle bis zur heutigen Zeit mal so ein kleines Ding durchzurattern. Ich habe damals durch einen Kollegen angefangen zu rappen in der Schule in Würzburg. Der hieß Jamar, der ist so ein Überbleibsel gewesen aus den stationierten Amis, also beziehungsweise seine Mutter. Und der hat in der Pause immer sehr viel gefreestylt und so weiter. Und ich habe halt viel mit dem gechillt, wir haben auch viel gesmoked und so weiter. Und dann kam es halt auch dazu, dass dann ich angefangen habe zu freestylen. War aber voll der wacke Freestyler. Und dann habe ich halt angefangen, Texte aufzuschreiben. Oder sogar Parts nachzurappen von anderen deutschen Rappern, die ich auswendig konnte. Und so habe ich dann angefangen zu rappen. Und später habe ich dann über meine MSN-Funktion, über die Sprachaufzeichnungsfunktion bei MSN, habe ich angefangen, meinen Freunden so meine Parts zu schicken. Daraus habe ich dann irgendwann ein kleines Tape gemacht, weil ich mir so eine hässliche Magic Music Maker Version runtergeladen habe. So eine Free-Version. Wo man die Beats machen kann, wo die Melodien schon vorgegeben sind und man kann halt dann die Beats so Baukasten, so richtig Müll. Ja. Da habe ich halt dann damals so ein Demo quasi fertig gemacht. Auch gar nicht im Takt und alles und habe das einmal komplett rumgeschickt an die ganze Welt. Und einer der wenigen, die sich damals bei mir gemeldet haben, war Soundstar Studios. Und Soundstar Studios war damals der Produzent Jay Harmon, also Jürgen, hat bei Soundstar Studios produziert. Damals in der Crew bei Soundstar Studios war auch noch Rochester, Art Page. Art Page, das sind beides Amis, die aus Amerika gekommen sind, die in Deutschland stationiert waren. Genau, und die haben mich dann quasi unter die Fittiche genommen, weil sie gesehen haben, ich bin sehr, sehr interessiert. Und dann habe ich damals bei Soundstar Studios meine ersten Tracks aufgenommen. Also 2000, keine Ahnung, ich war auf jeden Fall 17, 18. Seitdem bin ich Studiomusiker und habe da meine ersten Tracks, wie gesagt, aufgenommen. Und habe mein Praktikum damals gemacht, habe Videodesign gelernt. Habe dann später nach meinem Praktikum mein eigenes Ding gemacht mit KO, also Marco Kustrin, der auch Audiodesigner war bei Amplitude Studio. Amplitude Studio war zu dem Zeitpunkt ein bisschen am Boden, weil der Milan und der andere Kollege, ich glaube, er hieß Olli, ich bin mir nicht mehr sicher, die sind in den Knast gekommen. Und Marco wollte das Studio aber nicht aufgeben. Und hat mich gefeiert, ich habe ihn gefeiert, er hat die Audiosachen gemacht, ich habe die Videosachen gemacht und so haben wir dann angefangen, da unser eigenes Ding ein bisschen hochzuziehen, unter anderem noch mit Kalash. Kalash war auch ein Münchner Rapper, der damals aus Passau kam, der mich zu den ersten Live-Gigs mitgezogen hat, unter anderem bei Busch Bayerns Peace Camp. Also Peace Camp war so mein erster Rap-Live-Auftritt. Kalash ist dann danach verstorben, also Kalash hat einen Suizid begangen oder wie man das nennt, also es hat Selbstmord begangen. Da war ich ein bisschen in der Down-Phase, habe dann München wieder verlassen, habe in Würzburg gechillt und mit Ramin die Crew WSBW gegründet, wenn Superhelden böse werden, und habe dann mit Ramin ein Tape gemacht und dann waren wir da auch hier und da live unterwegs, haben ganz Bayern so ein bisschen abgegrast, Fürth, Nürnberg, Schweinfurt, München, lauter Stories, und habe dann später, weil Ramin hat sehr, sehr viel er war sehr mit seiner Schule beschäftigt und für ihn war Rap jetzt noch nicht so karrieremäßig, und ich war damit schon so ein bisschen mehr auf, ich will mit Rap was reißen oder halt zumindest in dieser Branche, in dieser Medienbranche mit Musik halt stattfinden. Habe ich das Angebot bekommen von MX45, der damals sein Album Ehrenkodex rausgebracht hat. Den hat man auch früher gekannt. Ja. Also jeder, so sagen wir mal, Rap-Interessierter aus München hat, glaube ich, MX45 damals so ein bisschen zumindest auf dem Schirm gehabt. Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo MX45 rausgekommen ist, glaube ich, war er einer der bekanntesten Rapper aus München. Auch überregional, hat er auch mit Agro TV und so seine Sachen. Oder mit Peak Ass. Und Video-Features jetzt mit Manuelsen, mit Automatik, mit Mo Phoenix, mit Amar, der auch bei Savage lange war, Babasat.
waren dann später auch mit, also Emek, ich und Shorty, waren wir Vorgruppe vom Babasat und der Halunkenbande in München mit Punch Arroganz und Esther war das damals noch. Ja, danach gab es halt so ein paar familiäre Probleme bei Emek, sag ich mal, die dazu geführt haben, dass er sich nicht mehr so 100% auf die Musik konzentrieren konnte und ich mein Ding aber trotzdem weitermachen wollte. Und dann hat sich das auseinander entwickelt und seitdem habe ich Rockstar Independent quasi gegründet und wollte halt dann mein eigenes Ding machen und habe dann mein erstes Album Underdog gemacht, zusammen mit Ranec. Also er hat es gemischt und gemastert. So gemastert kann man eigentlich noch nicht so wirklich sagen, aber er hat es auf jeden Fall aufgenommen und gemischt. Dann haben wir das ins Internet gestellt. Darf ich, wenn ich kurz einhaken kann, da ich das erste Mal von dir gehört? Underdog? Ja, da gab es auch das erste Video dazu, oder? Auf jeden Fall eines deiner Das erste Video, wo ich ein bisschen Budget investiert habe. Ja, genau. Mit Flashfabrik damals, ja. Genau. Ich will, das hieß es. damals Mit der Schminke. Ja, genau. Wie Joker geschminkt. Was Kapital dann letztes Jahr gemacht hat, habe ich eigentlich schon 2014 gemacht. Ja, genau. Das hat er auch in seinem Outro dann gesagt, dass die Idee von Kandi geklaut ist. Ja, hoffe ich doch. Glaube ich zumindest war so. Dass er mir die Props gibt. Nee, aber das habe ich damals gehört. Aber damals, wann war das? Vor 10 Jahren? 10, 11 Jahre? Das war 2014. 2014, okay. 6, 7 damals, Jahre. glaube ich, war ich noch so ein bisschen mehr Hater. Ich weiß auch nicht, da habe ich mir gedacht, ja, komisch. Aber jetzt also ich habe ja dein Album schon gehört, darauf kommen wir dann auf jeden Fall später noch zu sprechen. Bei Underdog, wenn ich ehrlich bin, jetzt mal, wenn ich rückwirkend auf Underdog zurückblicke, waren es drei coole Songs, eigentlich nur drauf. Primär eigentlich die Single Ich Will war eigentlich so der beste Song und vielleicht noch der Song Über den Dächern, weil da hatten wir das Problem, das Album war eigentlich schon fertig. Ich glaube, wir hatten 8 oder 9 Songs fertig und dann ist der Computer abgekackt. Und ich habe aber schon mein Release-Date und alles schon rausgehauen. Und dann habe ich auf die Schnelle, was der Fehler war, auf die Schnelle hat gedacht, okay, ich kann jetzt nochmal schnell mein Album aufnehmen und raushauen und so, aber es hat dann die Liebe gefehlt, die wir bei den Songs hatten, die wir verloren haben. Das Release-Date dann so ein bisschen nach hinten zu verlegen, dass du das alles noch in Ruhe machen kannst. Ich glaube, in so einer Situation ist man halt einfach so krass angepisst, dass man, egal was man macht, es wird dann nicht mehr so gut wie das davor. Ja, ich hatte da ein bisschen mehr Druck, weil ich halt zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, famer war quasi als heute. Wir waren damals bei Rappers In. Kennst du noch Rappers In? Ja, klar. Ich hatte damals einen Song, der hieß Es tut mir leid. Und der hat bei Rappers In, glaube ich, 500.000, also der hat mittlerweile auf YouTube 500.000 Klicks. Der hatte damals auf Rappers In, ich glaube, so an die 150.000 bis 200.000 Klicks und ich glaube 5.000 bis 10.000 Downloads. Und damals lief bei mir schon mehr und ich habe das Album mit immer angesagt. Und dann ist es dann, hatte ich dann den Druck, dass ich das jetzt rausbringen wollte. Okay. War ein bisschen ungeduldig. Aber erlaubst du mir kurz 1 Minute eine Story von Rappers In zu erzählen? Erzähl, Digga. Jetzt muss ich mal krass meine Hater-Story mit Rappers In. Ich war sogar vor Alligator die ganze Zeit in den Charts damals, wollte ich so nochmal sagen. Aber erzähl. Ich habe, wann war es, 2015, glaube ich, so ein Hip-Hop-Musical aufgenommen. Das sind insgesamt 30 Minuten gewesen, 6 Lieder, die alle eine durchgehende Geschichte sind. Habe dazu Musikvideos in Indonesien, in Singapur, in Deutschland und ich glaube Italien gedreht. Ein Mega-Projekt, wo ich so viel Zeit und Liebe reingesteckt habe. Dann habe ich jemanden gesucht, der sich darum kümmert, um die Promotion. Dann habe ich mich mit Rappers In getroffen. Die wollten das Ganze dann in Berlin dann rausbringen, bitte? In Berlin? Nee, in München. Einer ist nach München gekommen. Ich mag jetzt aus diversen Gründen keinen Namen sagen, aber der war ein super netter Kerl. Ja, Yannick, super nett auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, die haben damals gesagt, ja, die kümmern sich alles, werden es rechtzeitig promoten, werden es auf Facebook posten, auf deren YouTube-Kanal hochladen. Dann haben sie das erste Video auf YouTube hochgeladen, haben aber vergessen, auf Facebook das zu posten und haben gar keine Werbung davor gemacht. Voll hässlich. Ja, mega. Dann hat das erste dann natürlich auch viel weniger Views gehabt, als alle erhofft haben, weil es halt auch mega schlecht beworben worden ist. Und danach haben sie dann zu mir gesagt, ja, weil das Ganze wird jetzt gecancelt, das Ganze bringen sie doch nicht raus, weil das erste Video zu wenig Views hat. Und ich habe halt da so viel Arbeit reingesteckt, also über 1 Jahr Arbeit und sowas und dann auch so meine Träume von heute auf morgen da über den Haufen geworfen. Jetzt im Nachgang, ich habe die ganzen Videos noch bei mir auf dem Rechner, habe ich auch selber danach nicht mehr rausgebracht, war richtig schlecht jetzt in meinen Augen, von da eigentlich alles cool. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen, wir waren bei deinem Werdegang. Das erste, was ich von dir finden konnte, war auf deinem YouTube-Kanal von 2010. Aber warte, lass mich mal kurz noch die Sache beenden, nur bis zum Album.
2014, wie gesagt, habe ich Underdog gemacht, hab's rausgehauen. Dann 2015 habe ich eine Crew gegründet, 970. In München, habe Underground-Leute gefoundet, mit denen dann so ein paar Sachen organisiert, Gigs gemacht, bisschen Presse für die organisiert. Und 2016 habe ich dann Air Force MX Erich gemacht. Wollte ich jetzt nochmal kurz sagen, ergänzungstechnisch. Okay, dann bis jetzt aktuell so ungefähr die Historie abgefrühstückt. Genau. Wie ist man zum jetzigen Zeitpunkt gekommen? Ja. Genau, und 2010, da findet man dein erstes Video. Ja. Welches heißt, Junge vom Block. Genau, der Junge vom Block. Da habe ich mein Zitat rausgesucht. Männer dürfen nicht weinen. Ja. Was sagst du jetzt 10 Jahre danach zu diesem Statement? Junge vom Block war das erste Video, was wir in der Greenbox gedreht haben, was ein Test war von Nico eigentlich damals, als er die Greenbox eingestellt hat. Und Männer dürfen nicht weinen. Ja, ich würde sagen, heutzutage Männer dürfen weinen. Es ist okay, wenn Männer Gefühle zeigen. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich das irgendwie anders. Ja, ich glaube, vielleicht war es auch damals eher so gemeint wie in dem Sinn, ja, keine Schwäche zeigen, weil es einfach diverse Situationen im Leben gibt, wo man, auch wenn man Probleme hat, muss man die Zähne zusammenbeißen und durchgehen. Der Satz für sich alleine genommen ist halt eigentlich mega antifeministisch, also wenn man so das mal aus der Gleichberechtigungsschiene sieht, weil es heißt halt einfach, Männer sind hier die großen Starken, die dürfen auf keinen Fall weinen, während Frauen, weil die ja viel niedriger sind sozusagen, die dürfen dann weinen, bei denen ist es kein Problem. Aber jetzt gerade geht ja auch alles in die Richtung, dass man schaut, ja schon alle gleichberechtigt, Frau, Mann, egal welche Hautfarbe, Religion, wo man herkommt. Aber auch noch gar nicht so lang. Ja, genau, aber jetzt ist auf jeden Fall momentan ein sehr großes Thema, auch berechtigterweise, weil es in vielen Bereichen noch, denke ich mal, Nachholbedarf gibt. Von da, für mich persönlich ist es schon wichtig, dass man da auch ein Zeichen setzt und auch sagt, ja, man muss jetzt nicht unbedingt den klassischen Geschlechterrollen folgen und auch Männer dürfen weinen. Also nur weil jetzt ein Mann, keine Ahnung, stell dir vor, seine Frau stirbt beim tragischen Unfall und so. Also ja. wenn man da als Mann nicht weint, dann ist man halt einfach nur ein gefühlskrankes Arschloch ungefähr. Aber es gibt diverse Situationen oder auch wenn man mal irgendwie was Krasses erlebt oder mal eine Downphase hat, da würde ich sagen, ja, ein Mann darf weinen, oder? Ja, schon, definitiv. Also ich weine heute immer noch ab und zu, wenn mich was catcht. Heute mittlerweile mehr oder weniger aus Freude oder manchmal, wenn ich meinen Werdegang zurückblicke, dass ich mir denke, okay, eigentlich ganz gut gelaufen, hätte beschissener laufen können, zu dem, was ich alles schon durchgemacht habe. Und zu dem Zeitpunkt damals, ich war halt oft mit meiner Mutter alleine, auch in jungen Jahren oft der einzige Mann zu Hause und deswegen habe ich wahrscheinlich damals das so rein interpretiert, hey, ich muss jetzt stark sein. Ich 18, als ich das gerappt habe, so, weißt du, ich muss jetzt stark sein und so weiter, deswegen keine Träne vergießen und hart bleiben und so. Ja. Aber ich glaube, also ab und zu, wenn man weint, kann es auch durchaus eine befreiende Wirkung haben. Und ab und zu steigert man sich, glaube ich, auch in so diverse Themen rein. Also so ist es bei mir ab und zu, dass man da... Wann hast du das letzte Mal geweint? Vor 2 Wochen oder sowas wahrscheinlich. Aus einem traurigen Grund? Nee, es war einfach nur so, ich habe mich ich glaube, ein Film war es, der war traurig, da habe ich mich reingesteigert, habe dann in Gedanken irgendwie weitergesponnen, da ging es halt um den Tod und da habe ich mir dann vorgestellt, was wäre, wenn jetzt meiner Tochter was passieren würde, wenn die jetzt sterben würde und so. Und das hat mich dann schon irgendwie so gefühlstechnisch dann ziemlich getriggert, mitgenommen, kurz geweint, dann war das Ganze draußen und 1 Minute später war wieder alles cool. Also ich glaube auch ab und zu einfach, wenn man halt so kurz down ist, dann kann man weinen und danach alles wieder gut. Also ich glaube, wenn man dann irgendwie wenn man traurig ist, versucht alles immer zu unterdrücken, das kann sich dann auch eher anstauen, dass man dann irgendwann 10 Jahre, 15 Jahre später so psychisch total am Ende ist, weil man dann nie irgendwie gelernt hat, ein Ventil zu finden. Ja, schon. Also so könnte ich es mir vorstellen. Auf jeden Fall wollen wir auch über dein Album sprechen, Als Bonze sterben. Vielleicht zuerst der Titel, Als Bonze sterben. Wie kamst du drauf? Was steckt dahinter? Also wenn man den Titel jetzt gerade als Münchner Rapper, wenn man das so als erstes hört, mich sieht so, kann es sein, dass man da vielleicht rein interpretiert, dass ich hier gerade großartig mit irgendwelchen Aperol Spritz oder Champagneflaschen am Flexen bin oder halt großartig die Marken represente, aber halt dadurch, dass ich von unten komme, also meine Familie ist damals, beziehungsweise meine Mutter mit meinen 3 Schwestern sind wir damals nach Bayern gezogen, aus Mecklenburg-Vorpommern, steht der Titel primär eigentlich dafür, dass man sich von unten nach oben kämpft. Und das Ziel ist dann, als Bonze zu sterben. Plus ich habe lange einen vergleichbaren Titel gesucht auf Deutsch zum
Album von 50 Cent, Get Rich or Die Tryin'. Also weil dieses, weißt du, wenn man werde reich oder stirb beim Versuch, klingt halt voll schwul auf Deutsch. So als mein neues Album. Klingt voll schwul auf Deutsch? Ja, genau, mein neues Album heißt Klingt voll schwul auf Deutsch. Bald erhältlich. Nee, aber beim Titel, das kann man halt so missinterpretieren, dass man sich vielleicht denkt, ja, damit willst du irgendwelche materiellen Dinge idealisieren. Ja, man muss als Bonze sterben, wobei es ja auch gar nichts Verwerfliches daran gibt, wenn man jetzt sagt, man will Geld verdienen und wenn man das dann so interpretiert von unten nach oben, weil du kommst dann aus ärmeren Verhältnissen und willst dann aus eigener Kraft dir etwas aufbauen und damit dann Geld machen, ist ja ein gutes Ziel. Ja. Von auf jeden Fall cool. Erzähl doch mal ein bisschen vom Album. Wer ist Feature-Gast? Wer hat das Ganze produziert? Wie viele Lieder gibt es? Also das Album hat eigentlich eine lange Story. Also ich bin Ende 2016 bin ich ins Gefängnis gekommen, bin Anfang 2018 rausgekommen. Also ich war 1 Jahr bzw. 13 Monate inhaftiert und habe mir dann im Gefängnis schon gesagt, hey, wenn ich rauskomme, dann will ich irgendwas machen. Ein paar Texte sind auch schon im Gefängnis entstanden, auch vom Konzept her und so weiter. Bin dann rausgekommen und habe mich bei Sasborn und Großes K bin ich dann untergekommen. Und Großes K hat mich damals halt genommen und hat gesagt, okay, er hat mein anderes Album Air Force Air Max Erich gehört, hat gesagt, hey, ich würde gerne mit dir arbeiten, würde dich gerne rausbringen. Und so hat es dann angefangen, dass ich bei MPL 83 gelandet bin. Und dann war halt auch schnell klar, dass ich da auch Musik rausbringe. Und habe dann mit Sasborn an einer EP gearbeitet. Und als Bonze sterben war ursprünglich eigentlich eine EP. Und aber mitten in der Produktionsphase hatte Sasborn eine persönliche Sache, dass er halt einfach ein halbes Jahr oder so keine Musik machen konnte. Und so lag dann meine EP bei ihm eigentlich rum und ein paar Fetzen sind auf YouTube gelandet. Und dann habe ich dieses Jahr den Deal unterschrieben bei Slay Entertainment. Und wir haben dann gesagt, okay, lass uns was rausbringen, damit wir auch auf Spotify und so weiter im Vertrieb halt einfach am Start sind. Haben auch den Deal mit iGrooves gemacht. Und ich habe gesagt, okay, ich will jetzt nicht nur meine Sachen recyceln oder jetzt eine alte Sache rausbringen. Und dadurch, dass als Bonze sterben diese 4 Songs oder sowas da drauf sind, die EP nicht rausgekommen ist, wollte ich einfach noch ein paar zusätzliche Tracks machen und dann quasi die EP im September rausbringen als EP. Und dann hat sich das halt entwickelt, dass so viele Leute mir zugesagt haben bei den Features und Beatproduzenten waren cool mit mir, beziehungsweise Halfbreed Beats, der mir eigentlich alle Beats zugesteuert hat. Und dann wurde das immer größer und dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen jetzt ein Album und hauen es dann im Dezember raus. Zu den Produzenten, ein Beat ist von Hennessy. Hennessy ist ein Beatproduzent, der bei Ali As jetzt ein paar Beats dazu gesteuert hat, bei seinem letzten Album. Dann Sasborn und Kerem. Kerem ist ein junger Produzent aus Würzburg, der Sas quasi die Spuren geschickt hat und Sas hat es dann nochmal mit seiner Sasbornigkeit professionell überarbeitet und hier und da vielleicht mal eine Snare ausgetauscht oder eine Bassline. Und Halfbreed Beats hat eigentlich den Löwenanteil vom Album gemacht und Halfbreed Beats ist auch ein Signing von Slay Entertainment, der von Großes K kommt, der bei Großes K auch viel mitproduziert hat und der hat mir einfach so 40 Beats oder so gegeben. Und dann sollte ich mir den einen oder anderen rauspicken. Ich habe mir aber, glaube ich, 8 Beats oder so gepickt. Er hat gesagt, kein Ding, Digga, nimm. Und dann habe ich dann da mein Album quasi fertiggestellt. Und die Fertigstellung vom Album ist dann größtenteils hier passiert. Ja, ich hätte auch gedacht, so die Frage, wo es aufgenommen worden ist, kann man sich sparen. Ja. So als Preview vom Album vielleicht ja hier im Hintergrund kann man sich schon ein paar Spuren anschauen. Ist tatsächlich auch ein Albumtrack. Ja? Ja, die Spuren schauen auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, die überzeugen mich, vor allem die Rosatöne. Ja. Der passend das ist der Chorus. Nee, cool, Feature-Gäste hast du noch nicht erwähnt. Wer alles der Feature-Gast ist. Die Feature-Gäste sind BA, Großes K, Undercover, Tilosh, Bika, Noise, Marrow, Tiger Tresse, das ist der Song. Der muss jetzt noch gemischt und gemastert werden. Wir hoffen, dass wir ihn noch bis zur Deadline abgeben können. Wen habe ich vergessen? Keinen, hoffe ich. Also sozusagen das Who ist Who der Artist Talk Gäste. Ja, außer Undercover und Tilosh. Ja, die und waren Marrow auch nicht. Bika war auch nicht da. Aber genau, wer noch einen Beat gemacht hat, war Hills Beats.
Hillspeeds kennt man auch. Der Ja. macht auch viel für, ich glaube, Agro Picasso, für den hat er Ja, viel, genau. viel gemacht. Waren wir auch hier, Cool. er hat die Gitarren alle selber eingespielt und so. Krass. Krasser Typ, Digga, auf jeden Fall. Hillspeeds, cooler Typ. Sind die Songs, also insgesamt gibt es 13 Songs auf dem Album, sind die alle ungefähr so chronologisch entstanden, wenn man es von Anfang bis Ende durchhört? Also mittlerweile sind es 14, aber es kann sein, dass es 15 werden. Wie meinst du chronologisch? Das Wort check ich. Das vor 3 Jahren hast du angefangen mit den Arbeiten, hast du gemeint. Sind es dann auch die ersten Songs und gegen Ende vom Album kommen die neueren Songs? Weil man hört auf dem Album auf jeden Fall einen Prozess und der erste Teil vom Album ist auch thematisch anders angesiedelt als die letzte Hälfte. Ja, ich arbeite eigentlich schon länger an einem neueren Style. Auch gerade mit diesen Gitarrenbeats und so auf 808s und so weiter. Und wollte diesen Style eigentlich, wenn ich rauskomme, wollte ich diesen Style eigentlich straight fahren. Beziehungsweise habe mich musikalisch ein bisschen in die gechilltere Area rein entwickelt. Und der erste Teil vom Album sind mehr so die härteren Songs, weil ich die einfach auch quasi loswerden will oder das letzte Mal eigentlich in so einem härteren Style ein Album machen will. Dass die härteren Tracks einfach am Anfang rauskommen. Und dann wollte ich eigentlich mit dem Style so mehr oder weniger abschließen. Also für mich ist das Game damit abgeschlossen, München Underground Rap. Okay, also mir persönlich gefällt auch die zweite Hälfte besser, wo es ein bisschen persönlicher wird. Natürlich ist da auch noch sehr viel Representing dabei, aber nicht mehr in dem Stil von, ja, ich bin der Beste, sondern du zeigst dann auch mal ja eine verletzlichere Seite, zeigst mehr von deiner Persönlichkeit, was mir dann persönlich auch sehr gut gefällt. Von da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was dann die Zukunft bringt, wenn du den Style weiterfährst. Hast du einen Track, den du favorisierst? Den letzten. Also Hab gedacht. Den finde ich ziemlich cool. Ich finde es generell vom Stil her, die Beats sind alle ziemlich modern produziert. Also es geht jetzt nicht in die Oldschool-Boom-Bap-Richtung, sondern ist alles schon neumodisch, hat ein sehr neumodisches Soundgewand, ist auch alles sehr gut durchproduziert worden. Also So trappig. ja, also da kann man gar nichts sagen. Alles sehr cool aufgenommen, sehr gut produziert. Ist auch das erste Album, wo ich ungefähr fünf Songs oder so selber gemischt habe. Ah, krass. Zum ersten Mal selber so. Ja, aber ist auf jeden Fall cool geworden, vor allem dann, wie gesagt, die thematischen Sachen. Was du öfters mal ansprichst, vor allem in der ersten Hälfte vom Album, ist deine Vergangenheit mit den kriminellen Themen. Du hast vorhin schon gesagt, dass du im Gefängnis warst. Vielleicht interessiert es ein paar Leute. Warum? Was ist passiert? Ja, ich bin ehrlich gesagt das erste Mal im Gefängnis gelandet, im Jugendarrest, da war ich 14. Ich bin in Würzburg einfach in einem sehr, sehr kriminellen Umfeld aufgewachsen, was für uns damals vielleicht einfach Standard war. Was ich dann erst später mitbekommen habe, dass ich eigentlich in einem kriminellen Umfeld aufgewachsen bin, weil das für uns einfach ganz normal war. Wir waren so die Street Kids. Wir haben früh mit Drogen hatten wir zu tun. Hatten früh mit Alkohol zu tun, waren früh auf der Straße, Schlägereien und so weiter waren bei uns irgendwie Standard, Einbrüche schon früh. Und dann hat sich das halt irgendwie so gezogen, hier und da, dass da und da mal was passiert. Das erste Mal, dass ich in Untersuchungshaft gelandet bin, 2000, keine Ahnung, da war ich 17. Es war bevor ich bei Soundstar Studios mein Praktikum damals angefangen habe, war wegen einer Einbruch-Diebstahl-Serie. Ich habe da mit ein paar Kollegen ein paar Einbrüche gemacht und auf die ich heute auch gar nicht stolz bin. Ich bin komplett weg von allem, was passiert. Ich habe sehr viel gelernt aus diesen ganzen Zeiten. Ja, aber es war auf jeden Fall eine Einbruch-Diebstahl-Serie. Wir waren damals angeklagt, beziehungsweise ich war angeklagt. Ich habe niemanden verraten und war dann alleine vorm Gericht wegen 21 Einbrüchen und wegen 4 wurde ich dann verurteilt und habe dann meine erste Verurteilung bekommen zu, weiß ich nicht, 1 Jahr, 10 Monate Haft auf 2 Jahre, 3 Jahre Bewährung oder so. Später habe ich mal in Geldnot eine Tankstelle überfallen. Auch ein bisschen unter Drogeneinfluss, wenn ich ehrlich bin. Da hat mich dann gerettet eigentlich, dass ich unter Drogeneinfluss war. Da bin ich dann auch mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Und das Größte, also wo ich jetzt nicht jugendstraflich verurteilt wurde, sondern nach Erwachsenenstrafrecht, war dann wie gesagt 2016, weil ein Kollege von mir bei einer größeren Klamottenfirma gearbeitet hat, im Lager. Und dann haben wir quasi Ware im Wert von 60.000 € dort entwendet und wollten das halt weiterverkaufen.
und einer wurde dann auf der Autobahn irgendwie mit Hasch gefickt und war aber schon 4 Jahre im Gefängnis gewesen davor und dann haben sie ihm irgendwie mit 8 Jahren gedroht. Dann hat er einen 31er gemacht und hat mich dann mehr belastet, als ich eigentlich damit zu tun hatte. Und dann wurde ich deswegen nochmal verurteilt. Genau. Aber im Nachgang würdest du auch sagen, die ganzen Sachen war scheiße, war sinnlos, hättest du lieber gelassen. Ja, schon. Aber ich habe in allen möglichen Bereichen, also ich habe auch Körperverletzungen schon gehabt und so besoffen irgendwo. Ja, Mann, ich habe alles gemacht. Und alles kann ich wirklich sagen, ich hatte damals, vielleicht weil ich auch so aufgewachsen bin, war das für mich der einzige Weg, wo ich gedacht habe, okay, ich kann viel Geld verdienen auf so einem Weg, weil ich eventuell schon mit diesem ganzen Schulding und so abgeschlossen habe. Oder mit diesem legalen Ding, weil ich immer so gedacht habe, okay, die Gesellschaft scheißt sowieso auf uns, dann können wir auch den Weg gehen, quasi Leute beklauen oder Einbrüche machen oder Drogen oder wie gesagt, diesen Klamottenhehlerei. Im Nachhinein sage ich wirklich, es ist der größte Scheiß, sich mit sowas zu beschäftigen, weil du bringst nur Scheiß in dein Leben, du bringst nur ekelhafte Menschen in dein Leben und es geht auch immer nach hinten los. Es geht auch ums Karma, wirklich. Ja. Und also da auf dem Weg kann es auch kein Happy End geben. Weil wenn man sagt, ja, man macht jetzt irgendein krummes Ding, da bekommt man vielleicht mal schnelles Geld, das kann auch klappen, aber danach macht man ein zweites, macht man ein drittes und man kann so viel Scheiße damit bekommen und haben. Kennst du Maximilian Pollux? Nee. Sagt er das was? Das ist ein YouTuber, der war 12 Jahre im Knast. Ah, der Zuhälter? Nee, das ist ein anderer. Mit der Brille? Nee. Ja, Brille hat er, Glatze, Tattoos, aber Zuhälter, so. keine Tattoos. Also YouTuber erzählt von seiner Geschichte, seinem Lebenslauf mit Ausbruchversuchen. 2 Jahre war der auf Flucht und der bringt eigentlich alles ziemlich cool auf den Punkt. Also den kann man auf jeden Fall empfehlen. Der ist mittlerweile Sozialarbeiter und er erzählt auch so ein bisschen die Hintergründe, weil der hat halt den ganzen Scheiß halt wirklich erlebt, was der alles für Mist gebaut hat. Und der erklärt dann halt ziemlich gut, dass das eigentlich alles nur eine Sackgasse ist. Und natürlich kann man dann halt 2, 3 krasse Jahre haben und sich halt für den super Gangster halten und meinen, ja, man hat so einen geilen Lebensstil. Aber im Endeffekt, es geht immer nach hinten los, man bekommt so viele Probleme und man wird einfach nicht glücklich. Vor allem das Gefühl, wenn man Erfolgserlebnisse hat, ist Endorphine, gell? Ja. Also du streust Endorphine aus, wenn du Erfolgserlebnis hast. Und das Krasse ist an der ganzen Sache halt, wenn du damals, also ich habe damals zum Beispiel meinen ersten Einbruch gemacht aus Geldsorgen her und hatte dann eine bestimmte Rechnung zu zahlen und habe dann aber mehr Geld gemacht, als ich eigentlich wollte. Und das hat bei mir extrem viel Glücksgefühle ausgelöst. Und ich habe das Geld einfach nur voll verballert. Ich hatte von jetzt auf gleich so viel Geld, habe einfach rausgeschmissen wie ein Idiot. Und dann, um dieses Gefühl wieder zu bekommen, fängst du dann halt weiter an, diese Sachen zu machen und steigerst dich dann so auch adrenalintechnisch in ein immer höheres Level rein und das wird dann irgendwann zu Sucht. Und ich meine, wenn ich heutzutage denke, ist es viel cooler, wenn du eine Sache auf legalen Weg hast, die dich dazu bringt, dass du deine Erfolgserlebnisse provozierst quasi, um dieses Gefühl wieder zu kriegen, ohne anderen Leuten zu schaden. Weißt du, so und wirklich und zu verletzen und so, weil teilweise auch, mir hat das richtig wehgetan, Digga, und ich habe mich teilweise richtig, richtig eklig gefühlt, wenn ich meine Opfer quasi gesehen habe. Damals, wo ich die Tankstelle überfallen habe, stand da so eine Kassiererin dann zum Beispiel auch im Gericht, die dann damals bei der Dings war. Ich habe mich richtig geschämt, Digga. Ja. Die hat da halt ihre Aussage gemacht, weißt du, was ich meine? Ich habe mir gedacht, Alter, die weiß ja auch nicht, was passiert. In dem Moment weiß sie nicht, habe ich jetzt eine Waffe oder so, oder will ich die töten? Ja, die kann traumatisiert sein für so viele Jahre. Man kann damit andere Leben zerstören von unschuldigen Leuten. Ja, man, ich habe mich richtig scheiße gefühlt, ja. Digga. Nee, aber cool, dass du damit aufhörst. Das ist ja dann schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt. Und vor allem, dass dann halt auch die Einsicht kommt, dass es kein Weg ist, der auf lange Zeit gut geht. Ja, aber ich würde sagen, wir haben genug über schlimme Themen gesprochen. Zumindest über dieses schlimme Thema. Kommen wir zum nächsten schlimmen Thema. Münchner Rap. Nein, natürlich kein schlimmes Thema, aber du hast bis jetzt immer alle Gäste gefragt, warum sie der Meinung sind, warum Münchner Rap so dasteht, wie er dasteht. Also wird deutschlandweit eigentlich kaum beachtet. Es gibt sehr, sehr wenige Artists, die den Weg nach oben schaffen. Alias ist da ein positives Beispiel. Aber sonst wird halt München so gefühlt immer ziemlich weit unten gehalten. Warum? Ich habe mich, glaube ich, wie kein anderer in dem letzten Jahr so intensiv mit München Hip-Hop beschäftigt. Ja, ich glaube, ich bin da so, ich habe es schon fast studiert. Ich könnte wirklich Vorlesungen geben, Digga, über München Rap und warum die ganze Scheiße hier irgendwie nicht läuft. Was mir halt einfach hart aufgefallen ist, dass die Infrastruktur einfach überhaupt nicht gegeben ist.
Münchner Rapper haben keine Anlaufstellen. Wir haben mit Artist Talk, glaube ich, mit die einzige Anlaufstelle, die ich persönlich kenne, geschaffen, wo jeder einfach auch kommen kann und sich bewerben kann oder so. Weißt du, so, wir sind da nie drauf gewesen, hey, wir wollen jetzt nur auf Erfolgen sliden, sondern wir wollen auch Leuten wirklich Newcomer irgendwie zeigen oder Leute, die ein bisschen underrated sind, einfach die Plattform geben. Und ich glaube, dass das in München einfach nie wirklich da war. Was ich auch glaube, ist, dass der Hate untereinander immer ein bisschen komisch war. Und um zu analysieren, was in München jetzt falsch gelaufen ist, muss man eigentlich angucken, was in anderen Städten gut gelaufen ist. Und zum Beispiel jetzt in Berlin, die meines Erachtens die erfolgreichsten sind in ganz Deutschland, was Rap betrifft. Die Community ist riesengroß und die haben so eine ganze Geschichte zusammen die haben dieses Game irgendwie revolutioniert, die haben sich durchgesetzt zu einer Zeit, wo viele vielleicht gesagt haben, hey, haltet mal bitte die Fresse. Damals als Bushido, Sido, Flair, Agro Berlin rausgekommen ist und so, da waren die auch nicht so, dass alle die mit offenen Armen empfangen haben. Die wurden sehr, sehr gehasst, gerade auch Sido, kann ich mich noch voll dran erinnern, haben alle richtig immer gehatet und so in der Presse, in der offiziellen, also in den Mainstream-Medien, genauso wie Bushido und so. Die haben sich dann einfach durchgesetzt und geschafft, einen Gegenpol zu schaffen und darauf halt immer weiter aufgebaut. Und so ist die ganze Kultur halt einfach gewachsen. Die Kultur hat sich in anderen Städten einfach richtig etabliert, auch gerade mit Live-Gigs, Live-Battles auch. Du hast alle möglichen Sachen in Berlin, beispielsweise auch die Graffiti-Szene, was ja auch ein Teil von Hip-Hop ist. Das hast du in München halt einfach alles irgendwie nicht. Weil die Münchner teilweise, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen zu viel damit beschäftigt sind, wirklich Geld zu verdienen. Dazu tendieren viele Künstler zu einem normalen Job, weil der Lebensstandard hier einfach ein bisschen größer ist. Du hast viel mehr Druck, Geld reinzuwirtschaften, damit du hier überhaupt gut leben kannst. Ja. Und nicht jeder hat die Eier, sage ich jetzt mal dazu, wirklich sagen, okay, ich bin jetzt Künstler, ich ziehe durch. Ja, mit unter anderem deswegen so. Und ich glaube, hier fehlt einfach immer Faikos Paranoia, hätte es eigentlich durchziehen müssen, so, was ich schade finde, glaube ich, dass heute München eine prägende Stadt, also eine Stadt ist, die in Deutschland mithalten kann. Ja, glaube ich auch, wenn die weiter durchgezogen hätten die schon auf jeden Fall das Potenzial gehabt, um ganz, ganz oben mitzuspielen. Auch den Grundstein zu legen. Genau, weil es braucht immer einen Großen, der irgendwo der Erste ist, ein Pionier ist, wie jetzt in Berlin, nennen wir einfach mal Agro Berlin. Ja. Die haben halt damals was Neues gemacht, sind dann groß geworden und die ganzen Nachwuchsrapper, die sind damit alle irgendwie verknüpft, die wurden damit mit hochgezogen, dann wurden die selber groß und dann dienen die wiederum als Anlaufstelle für andere kleinere. Und somit können sich immer weiter hochziehen, aber in München gibt es halt so nicht. Also ich glaube, zum einen, wie du gesagt hast, ist die Infrastruktur. Zum anderen Teil glaube ich aber auch, dass es alles, also den Punkt habe ich jetzt selber für mich auch erst seit kurzem, ich glaube, das ist so selbstverschuldet auch zur anderen Hälfte, weil hier halt einfach die Arbeitsmoral teilweise nicht stimmt. Sag mir mal einen Rapper, der im letzten Jahr 20 Lieder aufgenommen hat. Es gibt welche. Agro Picasso. Genau, Agro Picasso, den hatte ich auch gerade im Kopf. Agro Picasso hat es verstanden, der hat die richtige... Kandala ist auch sehr fleißig. Ja, der mittlerweile wieder, der hat das halt auch lange Zeit, glaube ich, schleifen lassen, weil er halt einfach andere Themen zu tun hatte. Aber Agro Picasso, der haut ein Lied nach dem anderen raus, der investiert Geld. Man muss viel Geld investieren, um überhaupt die Möglichkeit haben, irgendwann oben mitzuspielen. Also Agro Picasso kann da als mega gutes Beispiel dann irgendwie aufführen. Ich will also, wenn jetzt mal so eine Liste von Rappern, ich will jetzt Agro Picasso, Tilosh, Großes K, Typhoon, das sind für mich Künstler, vielleicht, ich will jetzt keinen vergessen, BA ist für mich auch noch so ein Kandidat. Das sind für mich Künstler, die könnten auch ohne Probleme in einer anderen Stadt erfolgreich werden. Beziehungsweise ich glaube, dass die ganz woanders wären, wenn die in einer anderen Stadt aufgewachsen wären mit ihrer Arbeitsmoral und mit ihrem Drive so. Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Jetzt haben wir viel über Münchner Rapper gesprochen und warum die es nicht nach oben schaffen. Bei ein paar Rappern schaut so aus, als wenn die schon so halbwegs oben wären. Beim Thema gekaufte Klicks, darüber wollten wir heute auch sprechen. Ja. Und zwar, ich denke, das ist jetzt kein Geheimnis, es gibt doch zahlreiche Künstler, die sich auch Klicks kaufen, wo es dann so ausschaut, ja, 200.000 Views, ist schon cool, geht schon gut ab. Was hältst du generell von der Sache? Also ich persönlich versuche mein Ding, ich ziehe mein Ding immer so real wie möglich hoch.
Was heißt real möglich? Ich ziehe mein Ding real hoch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass andere, weil ich kenne ja auch, ich habe mich mit vielen Crews unterhalten und mit vielen Rappern und so, ich weiß, dass viele, es ist so ein Fake it till you make it Ding, dass manche Leute dann einfach den Fan in dem Sinne verarschen. Die wollen dann einen bestimmten Fan abgreifen, so in dem Moment, und zwar diesen Mitläufer-Fan. So. Und wenn du jetzt mit guter Musik punktest, nur allein mit guter Musik, kann es sein, dass der ein oder andere deine Musik vielleicht nicht supportet oder gar nicht erst annimmt, wenn du keine Klicks hast. Ja, so. Das ist ja auch, wenn man so wen trifft, man erzählt, man ist Rapper, ja, wie viele Follower hast du? Wenn man da sagt, man hat 100, dann wird man belächelt, wenn man sagt, ja, man hat 500.000, dann, boah, krass, du bist ja Megastar, kann ich Foto machen. Ja, genau, du bist irgendwie erst dann cool, so wenn du eine bestimmte Reichweite hast oder beziehungsweise eine bestimmte Zahl hast. Ich glaube, dass viele dann dazu neigen, einfach das zu faken und dann die Industrie halt irgendwie ein bisschen zu verarschen und dann hoffen, dass sie den ein oder anderen Mitläufer abgreifen. Was sie halt aber nicht checken, ist, dass sie dadurch immer ihre Algorithmen auch ficken, also die ficken damit ja mehr ihre YouTube-Channel, als die sie aufbauen. Und ich bin ehrlich gesagt auch kein Fan davon, von dieser Fakerei. Ja. Bis vor 2 Jahren hat es mit dem Klicks kaufen generell noch nicht so geschadet, was einen Algorithmus angeht, weil früher wurde es dann halt bei YouTube gesehen, wie oft wurde ein Video angeschaut und wenn es oft angeschaut worden ist, also auch von Bots oder von irgendwelchen Personen aus Aserbaidschan, dann wurde das schon anderen Leuten öfter vorgeschlagen. Aber mittlerweile ist es so und damit ficken sich halt die ganzen Leute, die Klicks kaufen, halt selber. Das Wichtigste für den Algorithmus ist die durchschnittliche Wiedergabezeit. Ja. Das heißt, wenn ein Video 3 Minuten läuft, man schaut sich 1 Minute an, hat man 30% durchschnittliche Wiedergabezeit. Und je höher die ist, umso besser für den Algorithmus, umso mehr Leuten wird das vorgeschlagen. Wenn man sich jetzt irgendwo Klicks kauft, dann schauen sich irgendwelche Bots das Ganze, ich glaube 15 Sekunden oder 30 Sekunden. 30 Sekunden, ja. 30 ist das Minimum, das als Klick zählt. Und dann in der 31. Sekunde hört es auf. Was lernt der Algorithmus daraus? Der Algorithmus lernt daraus, die Leute oder die Bots sind daran nicht interessiert, weil nach 31 Sekunden wird schon ausgeschaltet. Dementsprechend geht die durchschnittliche Wiedergabezeit zurück und weniger Leute schauen sich das Ganze an. Natürlich ist dann die Viewzahl höher, aber die Anzahl an eigentlichen Leuten ist geringer. Weil wenn wirklich nur die Fans oder Freunde sich das anschauen und bis zum Ende anschauen, hat man eine gute durchschnittliche Wiedergabezeit, man wird öfter vorgeschlagen und wirklich reale Leute schauen sich das dann an. Das heißt, man hat dann vielleicht 1000 Views, aber 1000 reale Views und wenn man auf der anderen Seite 100.000 Views sich kauft, bekommt man vielleicht die 2000 realen Views gar nicht. Von daher ist es ein Eigentor. Warum ich auch immer davon abrate, weil viele Leute sagen mir auch, ja bla bla, ich kaufe dies und das, ich habe immer davon abgeraten, weil als Rapper, natürlich ist es momentan cool, dass, wenn du im Internet präsent bist oder coole Zahlen hast und so, da kannst du den einen oder anderen blenden oder als Rapper schreibt dir vielleicht das eine oder andere Vibe, wo du auf krass machen kannst. Aber als Rapper rechnest du bei den Live-Shows ab. Ja. Da melkst du die Kuh auch, weißt du, so als Rapper. Und wenn du verarscht halt dann quasi auch die Veranstalter. Angenommen, du bist jetzt ein Rapper, der in Real Life eigentlich 500 Views hätte, fakest es aber so krass hin, dass du im Internet irgendwie 500.000 Views hast und da stehst wie der krasseste Typ. Und dann, angenommen, es bookt dich ein Veranstalter und dann machst du eine Veranstaltung und da stehen da irgendwie 5 Leute, weißt du, dann fickst du dich im Endeffekt selber. Also sowas stehen jetzt die ersten Influencer bald vor Gericht. Also da kommt jetzt gerade so eine Anzeigenwelle, weil das Ganze halt wirklich Betrug ist. Und bei Influencern ist es ja so, je nachdem wie viele Follower man hat, wird man bezahlt. Also je mehr Follower natürlich, umso mehr Geld. Und da gibt es halt auch zahlreiche, die sich Follower kaufen. Firmen bezahlen die dann, um irgendein Produkt zu bewerben und es läuft dann halt nicht so gut, wie es eigentlich geplant war. Und dementsprechend wird dann die Firma verarscht, das Ganze ist Betrug und die Influencer machen sich damit dann sogar auch strafbar. Das ist jetzt vielleicht bei den Rappern nicht so, die machen sich dann nicht strafbar, weil sie dann keine Deals eingehen, aber es ist halt trotzdem eine große Verarsche. Ich habe mal angefangen, ein Excel-Dokument zu machen, so ein bisschen in so einem Nerd-Modus, 20 Münchner Rapper mir rausgesucht, gewartet, bis die ein Lied rausbringen und habe dann Tag für 3 Wochen lang die Views aufgeschrieben. Also erster Tag so und so viele Views, so und so viele Likes, so und so viele Kommentare. Was meinst du von 20 Rappern? Wie viele, also ich habe natürlich keine Beweise, ich habe nicht irgendwo eine Abrechnung, wo sie sich Likes gekauft haben. Ja. Aber es ist wirklich offensichtlich. Allein die Statistik beobachtet so. Bei 20, was schätzt du? Wie viele sich was gekauft haben? Es gibt auch einen Unterschied zwischen Google Ads, Promo-Werbeanzeigen oder halt jetzt dieses dumme Fake-Klicks kaufen. Ich glaube halt. Ich rede hier nur von Fake-Klicks.
Von 20 würde ich sagen 15 Hard Fake. 8. Also 8 war Hard Fake. Das wirklich so war, dass man dann am ersten Tag beispielsweise 50 Views hatte. Danach zweiter Tag 50. Dritter Tag 50.000. Vierter Tag 50. Weil wenn es ein normaler Hype ist, der vom Algorithmus generiert wird, da ist halt dann so, es steigt dann langsam innerhalb von 1 bis 2 Tagen und geht dann auch langsam über 2, 3 Tage wieder zurück. Aber wenn es halt dann an einem Tag genau 50.000 ist, dann ist halt eine Verarsche. Und daran erkennt man auch, dass das Ganze nicht über gezahlte Werbung ist, weil wenn man sich Werbung oder das Video bewirbt bei YouTube, da ist dann halt auch so, dass es dann auch eher langsam steigt, langsam. Kontinuierlich so Genau, auch. kontinuierlich ist das Ganze und vor allem ist es auch nicht so berechenbar, dass man sich jetzt genau 50.000 Views sozusagen kauft, sondern man gibt da eine Summe ein, ich mag das Video jetzt für 50 € bewerben, man weiß aber nicht genau, wo landet man dann. Das ist wie so beim Aktienmarkt, das schwankt halt auch immer. Genau. Das könnten 15.000 sein, das könnten 25.000 sein, aber wenn man sich Views kauft, da sind dann halt auch die meisten Rapper machen dann halt gleich so 10.000, 20.000, halt irgendwas Gerades. Und wenn man dann halt 50.000 Views hat, unter dem Video sind dann 3 Kommentare, 5 Likes. Da gibt es aber auch welche, also es ist halt mega auffällig, aber es gibt auch wiederum welche, die das dann halt dann auch nochmal schlauer machen, die sich dann auch Likes kaufen. Manche kaufen sich sogar Dislikes. Das heißt, das Video hat dann 100.000 Aufrufe, hat dann eine passende Anzahl von Likes, beispielsweise 2.000, klar, so, hat ein paar Dislikes, aber keine Kommentare. Und dann gibt es sogar welche, die sich Kommentare kaufen. Also es wird echt lächerlich langsam. Da gibt es welche, die kaufen sich dann Likes, da steht dann unter irgendwelchen, das haben dann so Kevin Smith, Bruce Wayne oder irgendwelche amerikanisch klingende Namen mit so einem Anzugträger als Profilbild, schreiben dann, boah, der Flow ist ja echt Killer. Ja. Die ganzen Kommentare dann auch alle seltsamerweise innerhalb von 1 Minute oder 2 Minuten gemacht. Die kann man dann noch alle selber eintragen. Also was die Bots dann kommentieren wollten. Ich kenn so einen Typen, der sich damit hart auseinandergesetzt hat. Ja, die wollen halt einfach den Hype faken, dass andere Leute denken, der Hype ist real und dann darüber reden. Aber kann man aber dann eigentlich schon ziemlich gut ausfindig machen, auch wenn man sich da mal die YouTube-Zahlen mit den Spotify-Zahlen anschaut, wenn man jetzt auf Spotify 50 monatliche Hörer hat, aber 100.000 Streams beispielsweise. Was der Busch bei mir letztens erzählt hat, Digga, was ich auch richtig krass finde, was auch voll Sinn macht. Es gibt ja auch zum Beispiel viele, mittlerweile, unsere Zeit ist ja viel auf Spotify und bei Spotify gibt es natürlich auch 1000 Leute, die irgendwelche Playlisten anbieten oder verkaufen und dann halt Newcomern auch sagen, hey, Digga, komm, gib mir jetzt mal 200 € und ich mach dir so und so viele Plays. Und Buschbei hat mir gesagt, dass er da so Kollegen hat, dass die quasi, wenn jetzt angenommen ein angesagter Rapper, beispielsweise Contra K, bringt jetzt ein neues Single raus, dann nehmen die das Bild von Contra K, nehmen den Titel von Contra K, machen den auch in die Playlist, aber machen Contra K als zweiten Track und den Newcomer, der dafür bezahlt, quasi als ersten. Und die Leute wollen eigentlich Contra K klicken ja zwangsläufig aber auf den Newcomer, der ihnen halt quasi vorgesetzt wird. Und so generieren die dann Klicks. Und die haben im Endeffekt keine realen Hörer, sondern haben dann nur die Leute, die eigentlich Contra K hören wollten. Aber blöd sind sie nicht. Also das ist schon mega kreativ. Ja, also klar. da Ich habe auch einmal einen Move gemacht, damals um Klicks zu bekommen. Bin ich ehrlich, habe ich einen Song hochgeladen und damals war Menderes zum Beispiel voll im Hype und ich habe ein Menderes-Bild genommen, habe es als Thumbnail gemacht und habe den Titel geschrieben, Menderes bei DSDS, und dann haben die Leute auch bei mir alle drauf geklickt. Und ja, Mann. kenne ich. Ich hatte, wo ich angefangen habe, mit YouTube angefangen. Eine Sache noch, was ich auch gemacht habe, war bei, kennst du auch VBT? Ja, klar. Ich habe bei VBT damals mitgemacht, habe aber nie wirklich geplant, dass ich da jetzt großartig mit battle, sondern ich wollte eigentlich nur die Klicks aus der ersten Runde abstauben. Okay. Und habe dann ein Release von mir eingeschickt als meine Quali quasi. Und habe ich den Thumbnail auch geändert, als so eine Frau, die halt fette Titten hat und so, weißt, und alle haben drauf geklickt, weil ich halt wusste auch, die Community besteht dann nur so aus so 15-jährigen pubertären Typen. Und dann hatte ich dann, glaube ich, 16.000 Klicks, so Mucke mit Herzvideo, und alle haben drunter geschrieben, du Bastard und bla bla, weißt du, so, die schauen das Video an und warten noch die Tussi, Digga, und die kommt nie. Scheiße. Ja, wo ich mein erstes Video auf YouTube hochladen wollte,
Ich habe es erstmal auf meinen normalen Kanal hochgeladen, dann habe ich ein paar Tage später einen zweiten Account aufgemacht, habe dasselbe Video da hochgeladen, habe es genannt, ich glaube Bushido versus K1, irgendwen dissen die, habe das Thumbnail auch anders eingestellt, habe dann die Like-Dislike-Funktion und Kommentarfunktion ausgeschaltet und habe dann auch einfach mal gewartet und dann hat es halt auch so 50.000 Views gehabt und dann habe ich mich halt entschieden, ja okay, der Kanal, den ich eigentlich als zweites aufgemacht habe, ist jetzt mein Hauptkanal. Aber im Endeffekt, ja, sowas schadet einem halt auch eigentlich nur. Natürlich hat man ein paar Views, aber man bleibt den Hörern ja dann halt negativ im Gedächtnis. Und einmal, jetzt muss ich mich auch outen, ich habe mir einmal Views gekauft. Tatsache. Das ist schon 8 Jahre her. Das Lied ist auch immer noch auf YouTube. Ich habe erst gedacht, das nehme ich runter, weil das auch bei dem, ich hab das nie ausgebessert. Also ich habe mir da nicht noch Likes oder sowas gekauft. Bei dem Video, das hat jetzt, ich glaube, 25.000 Views und 20.000 habe ich mir halt gekauft. Und hat meinem Algorithmus mega geschadet. Damals habe ich dann wahrscheinlich auch, das war 2012, da war YouTube ja noch gar nicht so groß und man wusste nicht so, was hat es für Auswirkungen. Ja, und jetzt habe ich ein Video mit 25.000 Aufrufen, mega wenigen Kommentaren, mega wenigen Likes. Schäme mich dafür auch eigentlich eher. Bin ab und zu im Überlegen, soll ich es runternehmen, aber andererseits das und auch der Scheiß, den ich da gemacht habe, ist jetzt halt auch leider ein Teil von meinem YouTube-Kanal und dazu muss ich jetzt stehen und habe auch gedacht, ja jetzt, wo wir mal das Thema angesprochen haben, kann ich mich da auch outen und kann auch sagen, ja, das war echt richtig behindert von mir, würde ich nicht nochmal tun. Und ja, erster Münchner Rapper, der sich jetzt offiziell outet, dass er mal Likes gekauft hat. Ich würde sagen, jeder hat sich irgendwie mal damit beschäftigt, auf jeden Fall, weil es halt irgendwo den Anschein hat, dass man schneller vorankommt, wenn man eine höhere Zahl hat. Aber wenn man sich wirklich genau damit beschäftigt, dann sieht man, dass es einem eigentlich nichts bringt. So. Also umso erwachsener du an die Sache rangehst, umso mehr tendierst du dazu, es nicht zu tun. Ja. Klicks kaufen. Eine Sache, die man vielleicht auch nicht tun sollte, Chris Ares interviewen bei Artist Talk. Vielleicht sollte man es auch doch, das werden wir vielleicht jetzt rausfinden. Nachdem du das Interview mit Chris Ares gemacht hast, gab es einen riesigen Shitstorm. Du hast einiges an Hassnachrichten bekommen. Ein paar Leute wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Auftritte wurden abgesagt. Wie kam es dazu? Wie ist jetzt aktuell deine Meinung zu dem Thema? Ja, das Ding ist halt, um ein paar Sachen, mal überhaupt den Leuten zu erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mit Chris Ares ein Interview geführt habe. Muss man ein bisschen ausholen, weil die Leute haben ja irgendwie so getan, dass wir in dem Moment voll auf so eine rechte Propagandawelle irgendwie aufspringen wollen und dann dadurch halt Klicks generieren. Ich kenne Chris Ares schon seit Ewigkeiten, da war ich 18, 19, da habe ich Chris Ares kennengelernt, wo er noch nicht Chris Ares war. Und er war ein Freund von mir und er ist damals frisch aus Ravensburg oder da in der Ecke nach München gezogen und hat dann quasi durch mich in der Münchner Rap-Szene halt so ein bisschen connected. Was heißt Rap-Szene, Digga? Wir waren mehr so Jugendliche, die halt einfach ihr cooles Ding machen so. Und er war damals mit mir, also ich würde sagen, er ist mehr in meinen Kreis reingekommen, als ich in seinen. Und mein Kreis ist halt schon immer sehr, sehr international. So dieses ganze Rechte oder Ausländerfeindliche und so gab es bei uns nicht. Ich bin mehr oder weniger eigentlich in meinem Leben immer einer der wenigen Deutschen gewesen in meinem Umfeld. Und Chris war halt dann mit uns und hat aber trotzdem noch sein eigenes Ding gemacht. Und ich habe ihn halt als sehr, sehr coolen Typen kennengelernt. So, er war bei mir zu Hause, Digga. Wir haben Videos gedreht mit SK Ekrem und so. Meine Mutter kennt ihn auch. So, die saß bei uns am Tisch. Genauso wie ich bei ihm zu Hause war, weißt du, so, und seine Familie kennengelernt habe. Und dann hat sich das einfach durch verschiedene Sachen halt einfach ein bisschen auseinandergelebt. Und ich habe Chris Ares dann eigentlich gar nicht so wirklich so verfolgt. Ich wusste aber, dass er noch sein Ding macht. Der hieß früher Despo. Und hat sich dann irgendwann Chris Ares genannt. Und Marco Kustrin, mit dem ich damals dann auch bei Amplitude Studio gearbeitet habe, der hat Chris Ares aber noch verfolgt. Und hat dann auch zu mir gesagt, ja bla bla, hier schau mal, der macht dies, der macht das, macht dies. Und dann kam auch irgendwann das Ding, dass er halt über dieses ganze Deutschsein-Ding irgendwie rappt. Und irgendwann kam die Assoziation mit der AfD. Also dass er da irgendwie mit der AfD oder bei einer AfD-Veranstaltung halt irgendwie aufgetreten ist. Und ja, Digga, nicht nur das, der war auch bei ein paar Sachen von der identitären Bewegung
Ich glaube, die hat den Ursprung oder ein ganz großer Kerl von denen sitzt in Österreich, also ein paar andere Sachen waren da anscheinend auch. Ja, also auf jeden Fall seine Connections in komische Bereiche als Rapper, also in komische Bereiche irgendwie hat sich da vernetzt. Und ja, dann kam es halt einfach irgendwie dazu, dass wir halt einfach auch Artist Talk gemacht haben. Und dann, wo ich mehr in diesem Artist Talk-Modus drin war, habe ich natürlich auch dazu tendiert, dadurch, dass ich viele Leute kenne, dass ich erstmal Leute hole, die ich auch kenne, mit denen ich halt dann Interviews führen kann. Und Chris war zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise Anfang des Jahres, sehr, sehr unter Beschuss von den Medien. Und ich habe mir dann ein Interview, beziehungsweise einen Bericht angeschaut von Chris, beziehungsweise über Chris von Spiegel TV. Da gab es so ein Spiegel TV. Ja, habe ich gesehen. Genau, da ich habe mich viel mit dem Thema auch beschäftigt, vielleicht vorab, weil ich habe ja auch selber einen YouTube-Kanal und ich habe mir überlegt, ob ich auch mit ihm ein Interview mache. Ja? Das als Vorgeschichte, ja. Aber bevor mir? Nee, nach dir. Obwohl es könnte sogar auch davor sein, ich weiß es nicht mehr genau, aber wahrscheinlich so Frühjahr diesen Jahres, wo ich mit ihm mal auch geschrieben habe. Das Ding war, dass ich eigentlich so nach der öffentlichen Wahrnehmung oder wie er halt in der Öffentlichkeit präsentiert wurde, war ich ehrlich gesagt eine Zeit lang auch wirklich voll anti. Und dann hatte ich selber auch schon so Momente, wo ich gesagt habe, boah, der scheiß Nazi, weißt du, was ich meine? So, Digga, früher habe ich mit dem gechillt und so weiter, was für ein faker Idiot, jetzt macht er hier so Nazi-Shit und so weiter. Und dann hat es wirklich ein bisschen gedauert, wo ich mir dann so gedacht habe, ey, das ist im Endeffekt immer noch ein alter Kollege von mir. Und er hat versucht ja auch immer viele Sachen in der Öffentlichkeit zu revidieren oder halt wieder gerade zu rücken, die über ihn gesagt wurden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Digga, bevor ich jetzt hier anfange, auf so einen Zug aufzuspringen mit einem Haufen Idioten und anfange mich halt auch hinzustellen, über ihn zu lästern, ich kenne ihn, weißt du, dann rufe ich ihn einfach mal an oder beziehungsweise habe ihn erstmal über Insta connected, weil ich auch keine Telefonnummer mehr von ihm hatte. Habe dann mit ihm geredet. Ich habe gesagt, Chris, was geht bei dir? Und ich habe gesagt, Digga, du wirst hier gerade voll gefickt in den Medien, was geht ab? Und er sagt zu mir, Bro, das ist ein bisschen was anderes, als es in Wirklichkeit war. Und dann sage ich ja, diese ganzen Hip-Hop-Medien, also hiphop.de, rap.de speziell, haben immer wieder in der Öffentlichkeit Artikel rausgebracht, wo dann steht, Chris Ares der Nazi-Rapper, Chris Ares der Nazi-Rapper. Zu dem Zeitpunkt hat er dann auch mit Xavier Naidoo die Connections gehabt und dann stand dann auch im Raum, dass Chris Ares mit Xavier Naidoo einen Song macht und so weiter. Und er hat gesagt, ja, was ist denn eigentlich das Problem, Digga? Bist du jetzt wirklich ein Nazi? Bist du jetzt wirklich auf dem Trip und so? Und er hat zu mir gesagt, nein, Digga, bin ich nicht so. Aber ich bin einfach mittlerweile nur noch damit am Kämpfen, mich gegen diese Sachen, die so Medienplattformen gegen mich in die Welt setzen, dagegen zu gehen. Und natürlich nutze ich das eine oder andere Tool, um zu provozieren, aber ich war nie rechts und ich kenne ihn auch nicht als rechten Typen. Daraufhin habe ich ihn eingeladen und habe gesagt, Digga, du kannst hier gerne mal die Möglichkeit haben, mit mir einfach ein ganz normales Gespräch zu führen. Natürlich wollen wir uns von allen möglichen politischen Sachen distanzieren, was wir auch getan haben, am Anfang des Interviews, am Ende des Interviews, in der Beschreibung und so weiter. Die Sache ist, wenn ich kurz einhaken darf, man kann sich da nicht so wirklich, wenn man ihn in eine Rap-Sendung einlädt, man kann sich von seinen politischen Standpunkten nicht so ganz distanzieren, meiner Meinung nach. Ich finde nicht, dass er bei uns im Interview irgendetwas gesagt hat, was annähernd irgendeine rechte Geschichte geht. Aber ja, die Sache ist halt, er hat jetzt aktuell, er hat ja auch seinen Instagram-Account und seinen YouTube, glaube ich, selber geschlossen. Von daher, wie er aktuell drauf ist, keine Ahnung. Ich kann von da nur reden, was da halt damals von ihm online war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Kontakt mit ihm. Ja. Und er hat schon, er ist ja ein politischer Mensch, oder war es zumindest damals. Und wenn man in so einer Schiene politisch aktiv ist, man befasst sich Tag und Nacht damit. Man überlegt sich alles, was man sagen kann, 100.000 Mal. Würdest du dich als politischen Mensch bezeichnen? Wahrscheinlich eher nicht. Überhaupt nicht. Genau, überhaupt nicht. Und dementsprechend, wenn du mit ihm in eine Diskussion... ja, aber ohne... Ja. Aber wenn du mit ihm in eine Diskussion gehst, die halt nur ansatzweise politisch ist... Es war keine Diskussion, es war ein Interview. Oder ein Interview. Er kann seine Sätze so drehen, dass sich das alles dann ganz normal anhört, aber trotzdem gibt man ihm dann eine Plattform.
von da, also meine persönliche Meinung ist, ja, also bevor man nicht mit wem redet, Dialog ist immer die beste Variante, bevor man sich da irgendwie die Köpfe einsteckt. Von da ein Interview mit ihm, ja, ich persönlich finde, das hier ist die falsche Plattform, weil er zu dem damaligen Zeitpunkt eben ein politischer Mensch war. Das hier ist keine politische Sendung. Selbst wenn man... Ja, genau, weil er zu politisch war, oder beziehungsweise weil sein Rap auch viel zu politisch war. Ja. Und genau deswegen wollte ich eigentlich den Leuten den Rapper Chris Ares ein bisschen mehr näher bringen und damit er sich da erklären kann. Das kann man aber nicht trennen, meiner Meinung nach, weil der hat ja auch politische Lieder. Und wenn man über seine Musik redet, redet man dann auch automatisch über seine Lieder und die politische Botschaft, die er vermittelt. Ich habe mir mal sein Album angehört, was auf Spotify war. Das ist ja mittlerweile auch runtergenommen worden. Einige Lieder kann man gar nichts dagegen sagen, ohne politische Message oder sonst irgendetwas. Und ich mag auch nicht über ihn jetzt als Person urteilen. Ich glaube sogar, wenn man mit dem zusammensitzt und redet, da kann man ein ganz normales Gespräch führen. Also wenn man ihn in einer Bar trifft, man weiß nicht, dass das Chris Ares ist, wahrscheinlich kommt man dann den ganzen Abend super mit ihm aus. Auf jeden Fall da, also er sagt auch, er ist nicht homophob, alle Menschen gleichberechtigt. Auf der anderen Seite in irgendeinem Lied sagt er dann irgendwas mit Schwuchteln. Ja, ihr seid Schwuchteln. Also, dass jeder Rapper schon mal irgendwo gerappt hat. Ich nicht. Und was halt homophob ist, ja gut. Ich habe vorhin auch gesagt, hier schwul oder was weiß ich. Aber ich sage das dann auch nicht in der Beleidigung, weil ich jetzt was gegen schwul habe, sondern einfach, weil es irgendwie Umgangssprache so antrainiert wurde. Okay, dann legen wir das Wort mal nicht auf die Goldwaage. Aber er sagt dann, ich weiß jetzt leider nicht mehr wortwörtlich, ist auch schon, ich habe es mir einmal während einer Autofahrt angehört, aber er sagt auf jeden Fall dann auch schon mal irgendwie wie etwas, reinrassig, glaube ich, oder irgendetwas, was halt dann wirklich schon extremst dann eindeutig in eine gewisse Richtung geht und auch durchaus, wo man dann sagt, ja, so ganz politisch korrekt ist es einfach nicht. Also, ja, verstehe ich dich zu 100%. Nach dem Interview, sage ich dir mal so, wie es ist, und auch nach dem Shitstorm, den ich abbekommen habe, habe ich mich natürlich ihn noch weiterhin verfolgt und mich dann auch noch mehr damit auseinandergesetzt. Vielleicht bin ich in diesem Interview ein bisschen zu naiv gewesen, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich interviewe jetzt einen alten Homie und habe dann einfach so ganz normal mit ihm geredet. Hätte natürlich, wenn ich mich jetzt noch mehr gebrieft habe, obwohl ich natürlich recherchiert habe, hätte ich natürlich vielleicht andere Fragen noch mehr in den Vordergrund stellen sollen. Aber was ich bei Chris Ares einfach glaube, weil ich ihn damals kennengelernt habe als Mensch, so als Homie, bevor diese ganze Sache war, er hat auf mich nie also Chris Ares ist privat eigentlich ein sehr, sehr ruhiger, introvertierter Typ, der gar nicht so wirklich, er ist kein Rambo, weißt du? Und Chris Ares war auch nie so ein Typ, wo du jetzt du großartig mit irgendwelchen Kampfsportgeschichten eigentlich in Verbindung gebracht hast. Der ist eher so immer so der kleine pummelige, so ein bisschen pummeliger Typ gewesen. So, weißt du, was ich meine? Und er wurde halt dann in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach größtenteils ein bisschen falsch dargestellt. Und ich wollte ihm einfach die Möglichkeit geben, das zu sagen, was er denkt, ohne ihn das Gefühl zu geben, dass jemand versucht, gerade ihn hintenrum irgendwie zu ficken. So, weißt du, was ich meine? Ja, ist generell auch eine coole Sache. Also bevor man da irgendwie nicht miteinander redet, sollte jeder zu Wort kommen. Man sollte offen und ehrlich miteinander sprechen. Nur halt das Format, ob dieses Format hier das Richtige dafür ist. Meiner Meinung nach nicht, aber... Im Nachgang würde ich auch sagen, nein. Aber wir haben es getan und ich finde es eigentlich ganz gut, weil wir haben damals auch quasi die Spreu vom Weizen getrennt. Was mir aber an dieser ganzen Sache ein bisschen auf den Sack ging, ist, dass uns dann immer vorgeworfen wurde, wir geben Plattform. Aber so Leute wie rap.de oder hiphop.de haben permanent über ihn berichtet und haben seinen Namen einfach viel größer gemacht und sich nie mit ihm auseinandergesetzt, obwohl die ja immer so diese politischen Leute sind, mit dem Fachwissen, in Anführungsstrichen. Und die haben sich dann nicht getraut, sich mit ihm hinzusetzen. Plus, viele Rapper haben mir daraufhin, also es gab ja, Nura hat mich gefrontet in Instagram und so, lauter Leute haben mich gefrontet, auch Leute, die ich persönlich kenne, die mich persönlich kennen und die auch, wie du schon sagst, vorhin gesagt hast, ich bin nicht politisch aktiv oder wie du gefragt hast, ich bin interessiert an Politik, aber ich habe ehrlich gesagt kein persönliches Standing in der Politik, beziehungsweise auch keine Meinung, wo ich jetzt sage, okay, das ist voll richtig, die Partei, go. Ich scheiß auf die alle. Und damals haben viele Leute mich in Kommentarbereichen gefrontet, auch viele Rapper. Und diese Rapper
haben mich dann halt auch immer wieder, ich habe ja den Nazi-Shitstorm abbekommen. Also Leute haben mir ja immer vorgeworfen, ich bin jetzt der böse Nazi und so weiter. Und ich habe vielen Leuten dann auch die Möglichkeit gegeben und gesagt, hey Digga, komm hierher, du kannst mit mir persönlich reden. Im Endeffekt hatten die alle eine große Fresse, sind dann kurz davor auch wieder abgesprungen, bevor dieses Gespräch stattgefunden hat. Plus, ich habe auch vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, zu sagen, wenn du mit Chris Ares den Dialog führen möchtest, weil du denkst, dass deine politische Meinung jetzt so heftig ist, weil ich gemerkt habe, dass viele Leute eine viel ausgearbeitete politische Meinung zu diesem Thema haben als ich, wollte ich vielen Leuten auch die Möglichkeit geben, dass sie sich mit Chris Ares zusammen hinsetzen. Und da hatten die dann auch irgendwie keinen Bock drauf, haben mich aber weiterhin gefrontet, weil ich halt sagen wollte, wenn du so krass bist, auch hiphop.de, rap.de, habe ich beiden die Sachen gesagt. Rap.de hat zum Beispiel einen Artikel über mich verfasst. Gesagt, wenn ihr so politisch so krass seid, dann setzt euch doch mit ihm hin und nehmt ihm einfach einmal komplett auseinander. So, weißt du, was ich meine? Mir wurde damals so ein bisschen der schwarze Peter zugeschoben, weil ich das Interview geführt habe. Und aus der quasi journalistischen Richtung, was wir eigentlich auch machen, aber eigentlich sind wir mehr ein Entertainment-Format, wir sind keine Journalisten, aber in dem Moment haben wir uns einfach auf dieses journalistische Feld begeben. Muss ich sagen, hätte ich vielleicht die eine oder andere Sache anders machen können. Was ich aber so pussymäßig finde, ist, dass die anderen sich nicht hingesetzt haben, wenn sie ja so tun, als hätten sie dieses krasse politische Fachwissen. Und das zeigt mir einfach, dass die Angst haben, oder hat mir gezeigt, dass die Schiss haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe mich einfach in dem Moment, auch wenn es naiv war, eine Sache getraut, die sich nicht getraut haben. Plus, ich finde nicht, dass wir in dem Interview großartig Sachen supportet haben, die er sagt. So. Ich habe ihn Sachen gefragt, er hat Sachen geantwortet. Wir haben am Anfang des Interviews oder am Ende auf jeden Fall gesagt, hey, wir distanzieren uns komplett davon. Und ich finde auch, dass er sich bei uns sehr, sehr gut benommen hat. Und keine Thesen oder keine Sachen da irgendwie promotet hat. Dafür haben wir ihm auch keine Plattform gegeben. Und plus, das haben wir ihm auch von Anfang an gesagt. Wir sagen, Digga, wir setzen uns hier hin, wir setzen uns hier in Frieden hin, wir wissen, du bist unter Beschuss, so, aber sei dir sicher, Digga, dass du dich jetzt hier nicht hinsetzen kannst und kannst sagen, dies, das. Was ihm auch überhaupt nicht gegeben war, weil du kommst hier rein und zu dem Zeitpunkt waren noch andere Leute hier und dann stehst du einfach erstmal vor 3, 4 Ausländern. Weißt du? Und er hat sich da auch ganz, ganz höflich verhalten und so weiter. Deswegen, ja, genau. Ist halt ein bisschen schwierig, auch wenn man halt ein Video rausbringt und sich in dem Video dann noch davon oder von Aussagen distanziert, die er wann anders getroffen hat. Er ist ein schwieriges Thema. Ich denke, um da vielleicht, oder willst du zu dem Thema noch irgendwas sagen? Ja, eine Sache will ich noch sagen. Und zwar, dass ich halt bei Chris, so wie ich ihn kennengelernt habe, einer der wenigen, das, was ich sage, ist, glaube ich, bin fast einer der einzige Mensch, der sowas über ihn sagen kann. Chris Ares ist ein Typ gewesen, der hat früh Anerkennung gesucht. Auch rap-technisch so. Der wollte einfach Anerkennung, wie jeder Rapper so. Und er hat sehr, sehr viel Wert gelegt auf Klicks und sowas. Was auch heutzutage sehr viele Leute machen so. Also dein Erfolg wird ja meistens an irgendwelchen Klicks bemessen und so. Machst einen Track, du hast 1000 Klicks, du hast einen Track, der hat 10.000 Klicks, dann ist der Track cooler. Und Chris Ares war damals, ich hoffe, ich sage jetzt nichts, was ich nicht sagen sollte, aber ich sage es jetzt einfach, Chris Ares war damals schon ein Typ, der hat Antidepressiva gefressen. So, also der war depressiv und ich glaube, irgendwann hat er einfach angefangen, dieses Deutsch-Thema mal zu thematisieren. Wie gesagt, er war schon ein sehr, sehr zurückgezogener Typ. Und dann ist er darauf einfach hängen geblieben, weil er dadurch halt eine Anerkennung bekommen hat oder ein Ohr, was er normalerweise nicht bekommen hat. Und dann hat er sich einfach meines Erachtens einfach in eine Sache verrannt und die vielleicht aufgebaut und zu naiv Leuten wie der AfD, also er hat mir persönlich auch gesagt, nie wieder, er wird AfD Korb geben, nie wieder will er das machen. In dem Moment hat er das als Reichweite-Sprungbrett gesehen, was ihm dann zu Verhängnis wurde, dass er bis heute hin damit in Verbindung gebracht wurde. Aber ich glaube einfach, er ist er hat seine Minderwertigkeitskomplexe quasi einfach dadurch gestärkt, dass er die deutsche Community
befeuert hat, wegen diesem Endorphin-Ding auch, wo wir waren. Ja. Er hat natürlich sehr viel Ablehnung, hauptsächlich von den Medien bekommen, aber genauso starken Zuspruch und extrem starken Zuspruch von seiner Community hat er auch bekommen. Der hat ja auch wirklich sehr viele Klicks gehabt, sehr viele Subscriber, die ihm auch immer wieder bestätigt haben. Von da kann man es dann schon verstehen, dass wenn man da mal reingerutscht ist, dass man dann immer noch mehr haben möchte. Von daher, ja, ich würde auch fast sagen, also er hat ja seine Social-Media-Kanäle jetzt abgeschaltet. Ich weiß gar nicht, was er aktuell macht. Angenommen, er würde jetzt zurückkommen und würde sich von seiner Vergangenheit distanzieren und würde sagen, er hat sich dann irgendwas verrannt, er sieht das Ganze jetzt komplett anders. Ich bin da auch der Meinung, da sollte man sollte jedem eine zweite Chance geben und auch ihm sollte man eine zweite Chance geben und dann vielleicht auch mal zu einer neuen Artist-Talk-Folge einladen, aber vielleicht als abschließendes Wort. Ich habe damals mit ihm telefoniert, kurz bevor er seinen Cut gezogen hat quasi, ungefähr einen Monat davor. Also ich habe damals in einer Zeit telefoniert, wo sein Album gerade rauskommen sollte und das dann so krass gecancelt wurde auch von Amazon und so, die Auslieferung, bla bla bla. Spotify hat ihn quasi nicht releasen lassen und so weiter. Und ich habe damals auch zu ihm geraten, ich so, Digga, du bist doch eigentlich ein ganz cooler Typ, so, du bist ein netter Kerl, du bist ein intelligenter Typ. Mach doch einfach mal Rap ohne diese Sachen, weil er ist ein Skill-Techniker, er ist ein krasser Double-Time-Rapper, also mach das doch bitte mal ohne diese Sachen. Und er hat mir damals wirklich tatsächlich die Sachen gezeigt, unreleased Sachen hat er mir geschickt, die in eine komplett andere, fast schon in eine Pop-Richtung gehen. Und der hat ehrlich gesagt da selber auch gar keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, er ist intelligent genug, um zu checken, dass er sich da in etwas verrannt hat. Dennoch möchte ich mich hier gerade jetzt nicht hinstellen und sagen, hey, Chris Ares, glaubt mir, cooler Typ und so. Er hat 100% Sachen gesagt in der Öffentlichkeit, die vielleicht nicht gehen. So krass habe ich ihn jetzt auch nicht verfolgt. Aber jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und deswegen, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Schon. Und vielleicht generell, dass er hier auf einer Rap-Plattform war vielleicht falsch, aber dennoch sollte man auch festhalten, ein Dialog ist immer besser, als irgendjemanden komplett zu ignorieren oder jemanden vielleicht zu hassen und nicht zu Wort kommen zu lassen oder sich die Köpfe einzuschlagen. Also da ich immer eher in Dialog kommen. Ich finde sowieso auch krass, dass wir Deutschen, das siehst du jetzt auch bei Allmann, du willst fertig machen, ne? Oder? Nee, ich habe massig Zeit. Ich habe, also jetzt bei Allmann, bei Cash Mode zum Beispiel, bei dem Track, ist eigentlich erstmal, finde ich, den Hip-Hop-Medien oder der Hip-Hop-Welt, was bei Chris Ares jetzt nicht der Fall war, aber eigentlich auch so in die Richtung geht, bewusst geworden, dass wir als Deutsche oder dass deutsche Leute in der Öffentlichkeit oder nicht nur in der Öffentlichkeit, auch im Privatleben vielleicht ein extremes Problem damit haben, dass du sagst, hey, ich bin Deutscher und ich find's cool. Du wirst sofort in eine Ecke geschoben oder es ist immer Nazi, bla bla bla, darfst du nicht sagen. Und ich finde es halt hart traurig, Digga, dass wir als Deutsche das teilweise nicht sagen können, aufgrund von irgendwelchen Sachen, die in der Vergangenheit waren. Ja, ich finde es halt da eher auch erschreckend, wie schlecht da manche Journalisten recherchieren. Da gab es ja zahlreiche Podcasts und Berichte, wo dann gesagt worden ist, dass Cash Mo in seinem Lied über Rassismus redet, dass Deutsche Rassismus erfahren, was aber Cash Mo in dem Lied gar nicht sagt. Wenn er sagen würde, ja, wir Deutsche werden hier rassistisch wird gegen uns etwas gemacht, dann könnte man vielleicht den Aufschrei verstehen, aber der sagt, dass es Diskriminierungen gibt in seinem bestimmten Brennpunkt. Er hat es erlebt. Ich habe das auch schon erlebt. Ja. Ich bin in der Hauptschule jahrelang gewesen. Meine Schulzeit war Hauptschule. Digga, wir hatten 20 Schüler in einer Klasse, davon waren wir 3 Deutsche. Weißt du, so, da wirst du als Deutscher sowieso mal gemobbt, so. Als, hey, du deutscher Idiot. Weißt du so, da sind die Türken in der Überzahl, sind die Arabs in der Überzahl. Da hast du halt einfach ein Problem. Aber natürlich wird man dann älter und dann wird es alles ein bisschen korrekter so. Aber was auch das Krasse an der ganzen Sache ist, wenn wir nochmal kurz über diesen Shitstorm reden, der Shitstorm gegen mich damals und auch der Shitstorm gegen Chris Ares, der ging nie von den Ausländern aus, sondern der Kern, also meine Hate-Nachrichten, Digga, waren Thomas, Michael, Tobias, Andreas. So, da war kein Ahmed dabei, der mir gesagt hat, du scheiß Nazi, sondern das kommt nur von den Deutschen selber. Und da merkt man eigentlich voll, dass wir so erzogen werden,
hey, das ist was Schlechtes, zu sagen, hey, ich bin Deutscher. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft auf jeden Fall in eine andere Richtung entwickelt. Dass man das auch einfach mal sagen kann, ohne halt, dass das böse aufgenommen wird. Schwierig. Ich glaube halt einfach, wir als Deutsche, warum dann Thomas, Achim und Markus die Nachrichten schreiben, weil wir Deutsche, wir haben so eine ganz andere Awareness teilweise, was Rassismus anbelangt. Dass wir da viel sensitiver sind, aufgrund unserer Vergangenheit und uns viel eher auf den Schlips getreten fühlen, als jetzt ein Mehmet als Beispiel, den da die Geschichte vielleicht gar nicht so interessiert. Aber in der Türkei ist Nationalstolz etwas ganz Normales. Ja. Jeder Türke hält seine Fahne da hoch und keiner hat damit ein Problem. Sobald du als Deutscher deine Fahne hochhältst, dann bist du der gefickte Idiot. Auch wenn du gar keinen bösen Hintergrund hast oder halt das nicht meinst, weißt du, was ich meine? Musst ja keine Springerstiefel anziehen, eine Glatze rasieren und Leute schlagen, so. Nur weil du sagst, ja geil, ich bin Deutscher, ich find's cool. Ich persönlich finde es cool, dass ich Deutscher bin. Und da, wo ich aufgewachsen bin, war das eine Gang und Gäbe, dass jeder sein Land supportet. Wir sind auf dem Fußballplatz, Digga, da hast du und das ist auch gar kein Thema, Digga. Da hast du einen Türken, der hat ein Türkentrikot an, da hast du einen Asiaten, Digga, der hat, keine Ahnung, Asiatentrikot an, einen Spanier mit einem Spanien-Trikot, du hast ein Deutschland-Trikot an. Das ist cool so. Ja. Also, es gibt eine sportliche das Thema ist halt Herangehensweise. ein enorm weitläufiges Thema. Ja, da können wir jetzt 3 Stunden reden. Ja, genau. Natürlich, ich finde auch, man darf stolz sein, Deutscher zu sein. Ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Ja, in irgendwelchen Augen sicher. In irgendwelchen Augen haben wir natürlich was Falsches gesagt. Auf jeden Fall nochmal kurz, ich bin kein Rechter, ich bin nicht politisch aktiv in irgendeiner Form und genau. Gut. Paar Themen haben wir noch, beziehungsweise keine Themen. Ich würde mit dir noch gerne 2 kleine Spiele machen. Das erste Spiel ist entweder oder. Ich nenne dir 2 Begriffe und du wirst sagen, was davon du bevorzugst. Pizza oder Döner? Pizza. PlayStation oder Xbox? PlayStation. PlayStation. Lange Xbox gezockt, Xbox auch immer geliebt, aber jetzt mittlerweile schon PlayStation. Ja, kann ich nachvollziehen. Brüste oder Hintern? Hintern. Bei Männern oder bei Frauen? Bei Frauen. Ja, das habe ich mir jetzt gerade noch ausgedacht. Das war jetzt keine Frage, die da drauf stand. Tupac oder Biggie? Tupac. Nie mehr hören oder nie mehr sprechen? Nie mehr sprechen. Nie mehr sprechen, ja, kann man nicht rappen. Ja gut, aber wenn man nicht sprechen kann. Könnt ihr noch schreiben. Okay, sehr, sehr gut von mir recherchiert, das Ganze. 5 kurze Fragen. Bester Münchner Rapper? Tilosch. Bester Münchner Produzent? Du musst einen nennen, ohne Argumente. Zino. Was hasst du an München? Oberflächlichkeit. Was liebst du an München? Den Glanz. Schönster Artist-Talk-Gast? Der Schönste. Der schönste. Ich. Ja, jetzt bist du Gast, von daher korrekte Antwort. Super, ich denke, wir haben sehr, sehr viele Themen besprochen. Wir haben ein cooles Gespräch gehabt. Ja. Ich denke und ich hoffe, die Thematik mit Chris Ares dürfte jetzt ein für alle Mal gegessen sein, dass da vielleicht Hoffe ich auch. kein Shitstorm mehr kommt. Ja, was wir damals vorhin nicht gesprochen haben, dass wirklich auch Auftritte bei mir abgesagt wurden. Und Ja, so. ja, genau. Das haben wir nicht gesagt. Also ich hoffe jetzt auch nochmal abschließend zu diesem Thema, dass ihr alle ein bisschen klarkommt und mich nicht mehr in diese Schiene rein drückt. Und sollte es irgendwie ein Problem geben, könnt ihr mich gerne kontaktieren, dann kläre ich das mit euch persönlich. Aber Audienz hat das jetzt nochmal aufgemacht. Ich danke dir auch dafür, gesagt, dass du mit mir so gechillt darüber geredet hast. Und ja, ich hoffe, ihr kommt alle klar, Digga. Genau. Cool. Ja, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf dein Album. Wenn es rauskommt, werde ich auf jeden Fall mal reinhören und ich hoffe, alle anderen werden da auch mal dem Ganzen Aufmerksamkeit schenken, die es auch verdient hat. Sehr, sehr viel Arbeit steckt da dahinter. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Danke, dass du hier bist. Check, check. Das war eine neue Folge von Artist Talk. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Schreibt für den Algorithmus einen Kommentar, abonniert den Kanal und alles weitere findet ihr wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.